Willkommen bei Sägebob. Ich habe mir gestern eine gebrauchte Dolmer PS32 gekauft. Und wer mich etwas länger schon kennt, der weiß, dass ich eine Dolmer PS32 zum Schnitzen schon länger im Einsatz habe. Die hat aber derzeit einen Defekt. Und warum habe ich hier die Dolmer PS32 gekauft? Das ist ganz einfach. Eigentlich habe ich mich nur dafür interessiert für die Zündspule, denn diese ist bei der anderen Kettensäge defekt. So, und laut Aussage des Vorbesitzers soll die Kettensäge noch wunderbar funktionieren. Sie lässt sich starten. Man kann damit auch sägen, aber sie klingelt. Also das Klingeln soll dabei aus dem Motor kommen. Ich vermute schon eine Ursache. Der Vorbesitzer vermutete ein Klingeln aus dem Motor, aber wo ich das Geräusch gehört hatte, habe ich mich sofort gefreut, denn ich weiß jetzt, woher das Klingeln kommt. Das hatte ich auch bei meiner Kettensäge schon mal. Und wenn sich das jetzt bestätigt in der Werkstatt, dann kann die Dolmer PS32 gleich so bleiben, wie sie ist. Ich putze dann nur noch und sie ist sofort wieder einsatzbereit. So, angekommen in der Werkstatt. Ihr seht, hier steht gerade meine andere Dolmer PS32. Die werde ich kurz aufräumen, damit ich da jetzt nicht durcheinander komme. Und dann schauen wir uns diese Dolmer mal genauer an. Und ihr wollt sicherlich wissen, welche Vermutung ich habe. Und das ist die Kupplung. Die Kupplung selbst muss dabei noch nicht mal defekt aufweisen, sondern kann einfach nur verschmutzt sein. Und ich mache jetzt eins. Ich reinige diesen Bereich mal, wie man eine intensivere Reinigung vornimmt bei einer Kettensäge. Das habe ich euch schon mal gezeigt. Das Video dazu blende ich euch oben rechts mal ein. Ich mache das jetzt ja alles mit Druckluft sauber. Und dann können wir gleich weiter sehen, ob die Ursache hier dran liegt oder nicht. Um die Kupplungsglocke zu lösen, müsst ihr nichts weiter tun, als die Kettenbremse zu deaktivieren. Dann löst ihr hier den Sicherheitsring. Dann nehmt ihr die Scheibe raus. Hier ist jetzt die Scheibe ab. Und die Kupplungsglocke kann mitunter sehr fest drauf sitzen oder auch ein bisschen haken, aber hier ist sie jetzt. Und hier ist die Kupplung selbst. Und hier kann ich euch zeigen, wie viel Schmutz sich auch in der Kupplungsglocke ansammelt. Hier hat sich ein richtiger Rand gebildet. Ja, das kann ich auch wegwischen. Und darum ist es ratsam, wenn ihr eure Kettensäge regelmäßig benutzt, mindestens einmal im Jahr sowohl die Kupplungsglocke sauber zu machen, als auch hier die Kupplung selbst. Und ich mache jetzt eins. Ich löse jetzt auch hier die Kupplung. Wie man das macht, das blende ich euch oben rechts mal in dem Video ein, weise aber darauf hin, ich mache das nur mit einfachem Werkzeug. Empfehlen kann ich auf jeden Fall auch einen Aufsatz, den schraubt man hier drauf und dann kann man auch mit einer Ratsche oder auch mit einem Schlüssel die einfacher lösen. Ich mache es jetzt auf meine Weise, aber wer sich das nicht jetzt unbedingt wagt bzw. zutraut, der sollte sich unbedingt diesen Aufsatz kaufen. Kann ich sehr empfehlen. Hier ist jetzt die Kupplung. Und da habe ich einen Tipp für euch, wenn ihr eine Kupplung generell ausbaut, legt die immer so hin, in mehreren Schritten auf den Tisch, so wie ihr sie ausbaut, dann kann da nichts schief gehen. Hier ist noch eine Scheibe. Und dahinter befindet sich auch die Ölpumpe. Und da seht ihr mal, wie das alles verschmutzt ist. Und hätte ich beinahe noch vergessen, hier befindet sich noch eine weitere Scheibe hinter der großen dann. Ganz unabhängig jetzt von der Kettensäge, hier habe ich über die Jahre die Beobachtung gemacht, dass das Klingeln meistens durch die Kupplung verursacht wird. Das ist ja wirklich markant, das Klingeln. Und hauptsächlich dafür verantwortlich ist entweder eine Verschmutzung, sei es jetzt hier im Bereich der Kupplungsglocke, das habt ihr ja vorhin gesehen, oder hier im Bereich der Backen, die ja, wenn man Gas gibt, auseinander sich ziehen. Ja, nicht ziehen, sondern durch die Fliehkraft werden die Backen auseinandergezogen und wenn man das Gas loslässt, ziehen diese Federn die Backen wieder automatisch zurück. Ja, und wenn die Federn beispielsweise verschmutzt sind, ja, so richtig verklebt oder wirklich ein Fremdkörper drin steckt, dann kann es sein, dass diese Backen nicht mehr vollständig sich zurückziehen. So, ich setze mal die Kupplungsglocke auf meinen Finger und dann versuche ich das Geräusch mal nachzuahmen. Das kommt dem schon ganz nah. Oder die Ursache ist noch einfacher, indem diese Unterlegscheibe je nach Kettensäge diese Geräusche verursachen kann.
So, wieder in der Werkstatt angekommen. Ihr habt gehört, das Klingeln war dennoch vorhanden. Und dabei habe ich das Ganze nochmal näher betrachtet im Leerlauf bei deaktivierter Kettenbremse. Und dabei habe ich dann gesehen, wie die Scheibe hier etwas tanzt, dann gegen die Kupplungsglocke. Und dabei wird dann das Geräusch erzeugt. Ich drehe jetzt mal die Kupplungsglocke. Ja, und das ist dann auch das Geräusch. Und da stellt sich jetzt die Frage, ist das schädlich für eine Kettensäge oder nicht? Nein, es beeinflusst weder die Sägeleistung noch andere Funktionen. Es klingelt lediglich, wenn man die Kettensäge jetzt abstellt und nicht die Kettenbremse deaktiviert. Oder kurz beim Schnitt eine Pause macht und dann gleich weiter sägt. Und das ist dann, ich sag mal, reine Hör- oder Geschmackssache. Dem einen gefällt es, den anderen nicht. Wer möchte, dass das Klingeln gänzlich aufhört, der muss dann noch schauen, mich persönlich stört es nicht, inwieweit die Scheibe hier stärker abgenutzt ist. Und gleichzeitig, das zeige ich euch, hier an einem anderen Kettenrad, müsst ihr schauen, ob das Nadellager noch in Ordnung ist. Weil das unterliegt auch einem hohen Verschleiß, wenn er regelmäßig sägt. Und dann können diese Walzen drin auch verschleißen. Und dann bekommt die Kupplungsglocke etwas Spiel. Mal sehen, ob ich das hier erzeugen kann. Ja, hier ist schon leichtes vorhanden. Und dadurch können dann diese Geräusche entstehen. Das ist ein ganz normaler Verschleiß, der mit der Zeit auftreten kann, muss nicht, kann. Und da spielt auch der Hersteller keine Rolle. Ich habe das schon hier bei Dolmer gesehen, aber auch bei Stihl-Kettensägen und vielen weiteren. Das macht also nicht einen großartigen Unterschied. Und ihr müsst selbst entscheiden, ob ihr dieses Problem beheben wollt oder nicht. Ich lasse es jetzt so, mich stört es wie gesagt nicht. Die Säge sägt jetzt problemlos weiter. Ja, meine andere Kettensäge, da klingelt die auch ein bisschen im Leerlauf. Da habe ich unter anderem jetzt hier die Kupplungsglocke drauf für das Carving-Schwert. Und die Säge läuft jetzt schon 12 Jahre durch und es ist kein Problem. Und mich würde jetzt mal eure Erfahrungen und Meinung interessieren. Stört euch das Geräusch oder habt ihr das Problem schon mal behoben? Und ich habe mich natürlich jetzt sehr gefreut, da die Kettensäge soweit einsatzbereit ist. Es gab keinerlei Beschädigungen bisher. Ich konnte keine feststellen. Ja, hier ist ein bisschen Kunststoff abgenutzt, aber das macht nichts. Sie sägt bereits top, springt wunderbar an. Und da muss ich sie gar nicht als Ersatzteilspender verwenden, sondern kann sie wieder einsetzen. Eventuell baue ich sie auch als Carving-Säge um. Das werde ich noch sehen. Oder eben, um normal Brennholz zu schneiden. Wenn ihr mal die Kettensäge im Einsatz sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Da mache ich gerne drüber ein Video. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.